Hallo und willkommen zurück beim Entdeckerfuchs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, das vielen von euch am Herzen liegt: die Sicherheit eures Wohnmobils, gerade unterwegs oder auf Stellplätzen. Ihr kennt das sicher. Man steht gemütlich irgendwo und dann liest man im Internet wieder von Fällen, in denen Einbrecher mit einfachsten Mitteln ins Wohnmobil eingedrungen sind. Oft reicht schon ein Schraubenzieher, um die Fahrertür aufzuhebeln. Und genau da setzen wir heute an. Wir bauen gemeinsam die HEOSafe Diebstahlschlösser für Fahrerhaustüren ein. Diese Schlösser sind eine bewährte Nachrüstlösung, die euer Fahrzeug deutlich sicherer macht. Der Einbau ist mit etwas Geduld gut machbar und das Ergebnis spricht für sich. Eine stabile Verriegelung von innen, die unbefugtes Öffnen nahezu unmöglich macht. Wir verwenden heute die abschließbare Variante, damit man auch von innen ein echtes Plus an Sicherheit hat. Die HEOSafe-Schlösser sind speziell für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper konzipiert, passen aber auch bei baugleichen Modellen. Sie lassen sich bequem per Drehmechanismus oder Schlüssel bedienen und sind aus stabilem Metall gefertigt. Für einen wirklich soliden Einbruchschutz. Den Link zum Produkt findet ihr, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Aber zunächst das Intro. Bevor wir loslegen, schauen wir uns einmal an, wie das Schloss nach dem Einbau aussieht. Es sitzt fest, wirkt hochwertig und lässt sich bequem mit einer Handbewegung verriegeln. Der Unterschied zur ursprünglichen Türmechanik ist deutlich, vor allem was den Schutz angeht. Das Unboxing. Was ist im Lieferumfang eigentlich enthalten? Bevor es an den Einbau geht, packen wir das Set gemeinsam aus. Im Karton befinden sich eine ausführliche Bedienungs- und Einbauanleitung mit verständlichen Bildern sowie darin die Papierschablonen für den passgenauen Zuschnitt. Mehrere Aufkleber mit Hinweisen zur Sicherung, damit der Dieb auch direkt Bescheid weiß. Ein Schlüsselset, natürlich nur bei der abschließbaren Variante, alle notwendigen Montageschrauben sowie 2 massive HEOSafe-Schlösser mit vormontierter Halteplatte. Das Material wirkt stabil und hochwertig verarbeitet. Genau das, was man sich für diesen Zweck wünscht. Die Anleitung ist klar aufgebaut und auch für handwerkliche Einsteiger gut nachvollziehbar. Die HEOSafe-Schlösser funktionieren mechanisch und sehr zuverlässig. Sie werden direkt an der Innenseite der Fahrer- und Beifahrertür befestigt. In der abschließbaren Variante kann man sie zusätzlich mit einem Schlüssel verriegeln. Perfekt, um etwa beim Schlafen oder während kurzer Stopps zusätzlich gesichert zu sein. Der massive Riegel blockiert das Öffnen der Tür wirkungsvoll. Ein gewaltsames Eindringen über die serienmäßige Türverriegelung wird damit stark erschwert. In der Anleitung findet ihr eine praktische Papierschablone, mit der der Ausschnitt für das Schloss exakt vorbereitet werden kann. Achtet darauf, dass ihr die rechte und linke Schablone nicht verwechselt. Zur Sicherheit beschriften wir sie nochmals mit RE und LI direkt in der Zeichnung. Dann schneiden wir die Schablone sauber entlang der Markierung aus. Am besten mit einer scharfen Schere oder einem Cuttermesser. Auf die Rückseite der Schablone kommt jetzt doppelseitiges Klebeband, damit sie später stabil an der Tür hält. Bitte kein normales Klebeband wie Tesafilm verwenden, das hält beim Schneiden oft nicht genug und man verschneidet sich. Die Schablone verschiebt sich und damit ist der Ausschnitt nicht mehr passgenau. Die ausgeschnittene Schablone kleben wir nun exakt auf die vorgesehene Stelle an der Türinnenverkleidung. Hier ist Sorgfalt gefragt. Kontrolliert lieber zweimal, ob alles richtig sitzt, bevor ihr die Schablonen endgültig aufklebt. Wir machen einen kurzen Test. Das Schloss wird an die Position gehalten. Passt alles, dann kann es weitergehen. Jetzt kommt der etwas technischere und damit auch der schwierigste Teil. Mit einem Dremel oder Multifunktionswerkzeug schneiden wir vorsichtig entlang der Schablone.
Achtet auf ruhige Bewegungen und setzt bei Bedarf mehrfach neu an. Gerade bei Kurven. Sicherheit geht vor, denkt an Schutzbrille und Handschuhe. Nachdem das Stück ausgeschnitten ist, entfernen wir die Schablone und säubern die Schnittkante. Mit einer kleinen Feile glätten wir alles sorgfältig. Das schützt nicht nur die Hände, sondern sorgt auch für ein sauberes Endergebnis. Jetzt geht's an die Armlehne. Hinten befindet sich ein kleines schwarzes Plastikteil, das vorsichtig herausgehebelt werden muss. Mit einem Kunststoffhebel und einem kleinen Schraubendreher klappt das ganz gut. Bitte auch hier mit Gefühl arbeiten, damit nichts beschädigt wird. Hinter der Abdeckung liegt eine Torx-Schraube, die wir lösen. Diese Schraube wird zukünftig nicht mehr benötigt, denn wir haben im Set eine etwas längere Schraube, die wir gleich zur Remontage nutzen werden. Jetzt bereiten wir das Schloss für die finale Montage vor. Im Innern befindet sich eine Halteplatte, die mit 2 Kreuzschrauben befestigt ist. Diese beiden Schrauben lösen wir vorsichtig und entnehmen die darin befindliche Halteplatte. Die Halteplatte wird jetzt mit der im Set beigefügten Schraube an der Armlehne befestigt, direkt über dem Ausschnitt, den wir gemacht haben. Darauf setzen wir das Schloss, schieben es auf die Halteplatte und verschrauben es mit den beiden Kreuzschrauben. Stopp. Zum Abschluss setzen wir noch eine zusätzliche Kreuzschraube, die das Schloss sicher an der Armlehne fixiert. Jetzt fehlt nur noch das Gegenstück am Türrahmen. Es sorgt dafür, dass der Riegel später sicher einrastet. Zuerst messen wir aus, wo das Gegenstück sitzen muss. Achtet darauf, dass der Schlossriegel später exakt hineinfährt. Dann schneiden wir das Dichtungsgummi im Bereich der Montage entweder in T-Form ein oder sparen es vollständig aus. Das hängt etwas vom Fahrzeugmodell ab. In diesem Video entscheiden wir uns fürs Aussparen. Mit dem Gegenstück als Schablone zeichnen wir die Form auf den Kunststoffrahmen. Wieder kommt der Dremel zum Einsatz und im Anschluss die Feile für saubere Kanten. Wenn der Ausschnitt passt, schrauben wir das Gegenstück mit den beiliegenden Kreuzschrauben an die entsprechende Stelle fest, aber mit Gefühl. Damit ist der Einbau für die erste Tür abgeschlossen. Die zweite Seite folgt seitenverkehrt, aber im Prinzip genau gleich. Am Ende habt ihr 2 stabile Zusatzschlösser, die euch unterwegs ein gutes Stück mehr Sicherheit geben, vor allem nachts oder an einsamen Orten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video geholfen hat, freue ich mich über ein Like, ein Abo und auch gerne einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt oder eure Erfahrung teilen wollt. Bis zum nächsten Mal, bleibt sicher unterwegs und
Ich wünsche euch allzeit knitterfreie Fahrt, euer Entdeckerfuchs.